Harzcamp Goslar, da sind wir heute Morgen, der 15. Juni 2023. Ja, hier ist tatsächlich Mutter und Vater, hätte ich fast gesagt, Vater und Tochter, German Television. Die Tasse hier, die könnt ihr bekommen. Wir werden später verraten, was ihr tun müsst, damit ihr an German Television Tassen kommt. Wir haben einen ganzen Karton mitgebracht. Keine Ahnung, wie viel drin sind. Ich glaube 50, 100 Stück, 50 Stück. Das ist schon mal gut. Und wir werden das mal verraten. Das ist meine Tochter Jan, grüß dich. Hallo. Ja, bekannt aus Funk und Fernsehen. Du kommst aus Lettland, den weiten Weg hierher in den Harz. Genau, weil ich unbedingt euer Harzcamp mal besuchen wollte. Ja, schön. Lohnt sich ja auch. Genau. Ja, du kommst aus der Gastronomie, bist aus einer Gastronomenfamilie. Jein. Gelernt habe ich beim Anwalt tatsächlich und bin dann im Hotel bei Papa eingestiegen. Ja, Hotel, das ist ähnlich wie Anwalt, muss man schon sagen. Da muss man also Sehr ähnlich. Ja, ist aber schon so, dass Leute teilweise gut gelaunt, schlecht gelaunt, du musst mit jedem klarkommen, der herkommt und anschließend hoffentlich gehen sie gut gelaunt. Die 99% geht gut gelaunt, ja. Aber das 1%, da muss man mit umgehen können. Da muss man mit umgehen können, da braucht man ein dickes Fell. So, Aber das haben wir. Harzcamp Goslar. Ich habe mich eben mit Leuten unterhalten, die sagen, sie waren noch nie auf so einem neuen Campingplatz. Wie lange ist denn der schon auf? Seit 2020. Mai. 2020. Also noch brandneu. Und die Besonderheit sind hier natürlich alles. Ihr habt alles so ein bisschen auf Hotelstandard getrimmt, ohne die Preise explodieren zu lassen. Wird uns vorgeworfen, der Hotelstandard. Ja. Nimmt man so mit. Man möchte ja, dass die Gäste zufrieden sind. Also das Geile ist, du musst nicht in den Ort fahren, um gut essen zu können. Nein, das können wir hier. So, und ihr macht nicht nur die Fritteuse an, sondern ihr könnt richtig kochen. Die Köche können hier richtig kochen. Das ist dein Papa? Das ist der Papa, das ist einer von den Köchen. Dein Name? Sarah. Sarah, und du? Micha. Micha und Sarah, ihr kennt euch schon seit der Geburt? Ja. Ja. Okay, also dein leiblicher Papa, muss ja heute Mein leiblicher Papa, ja. Leiblicher Papa. Und sieht man auch ein dein bisschen, Sohn arbeitet auch hier, oder? Ja, der ist Was hast du gesagt? Sieht man, glaube ich, auch ein Ja. bisschen. So Warte, ich zeig euch mal. Ähnlichkeit ist da, denke ich. Also wurde Also wird zumindest uns immer gesagt. vorgeworfen, ja. So, wir gehen mal rein. Can, wir haben heute Nacht hier geschlafen. Es ist idyllisch. Ja, also als wir hier angekommen sind, ist mir gleich aufgefallen, wie schön das mit den Bäumen so umrandet ist. Und dann natürlich dieses riesige Holzhaus. Und ich wusste ja nicht, wo wir hingehen und dachte mir nur so, okay, das hat sich gelohnt, ein bisschen länger zu bleiben. Also normal ist die Schranke hier um 10 Uhr zu. Ja. Die Rezeption macht, glaube ich, irgendwann mal so um 9, 8, 9. Also Rezeptionszeiten sind regulär bis 19 Uhr. Durch das Restaurant sind wir natürlich ein bisschen länger da dann. Ein bisschen länger da. So, der Basistarif im Moment hier sind 15 €, wie das in Zukunft sein wird, wenn wir sehen, mit einer Person. Ihr habt gesagt, also wenn ihr euch, euch praktisch maximal schädigen wollt, ja, dann kommt alle nur alleine und bucht nichts dazu, dann zahlt man 15 €. 15 € plus 2,30 € Gästebeitrag. Das ist sowas wie eine Städtesteuer. Kurtaxe ist das bekannt. Und das geht Bekannt, dir ja. bei dir in die Tasche aber, oder? Nein, das kriegt die Stadt. Das ist hier ein durchlaufender Posten. Ja, Goslar, gerade eben habe ich ein Pärchen aus den Niederlanden interviewt, die selbst Campingplatz hatten und die sagten, ja, die Sanitärabteilung, das ist Ist so... schon schön. Ich habe auch schon ein paar aus den Niederlanden interviewt und die meinten selbst, dass es hier schöner ist als bei denen, was man ja nicht zu meinen glaubt. Dadurch, dass wir ganzen Deutschen ja in die Niederlande fahren. Dänischer Ja, genau. und holländischer Standard ist wohl schon sehr hoch. Ja. So, der Harz, in welchem Land liegt denn das? In welchem Bundesland? Niedersachsen. Niedersachsen. Ja. Was ist die nächste Stadt? Außer Goslar? Außer Goslar, Hannover. Hannover. Oder Göttingen. Göttingen. Aber Göttingen, ja, ist Niedersachsen, ja. Goslar ist sehr bekannt. UNESCO Weltkulturerbestadt. Wie lange gibt es Goslar? 1100 Jahre Feier letztes Jahr gehabt. Okay. Ja, ist schon schön. Kommt nicht ganz an Trier ran, aber... Das stört nicht. Goslar muss man mal gesehen Goslar haben. muss man gesehen haben. So, und das ist hier die Straße, die einzige Straße. Ab und zu fährt mein Auto vorbei. Hier ist kein Durchgangsverkehr. Nein, vor allen Dingen gegen Abend wird es sehr ruhig. Es ist also eine Straße in den Oberharz rein, die dann gegen gewissen Zeiten dann so abnimmt, dass also nachts überhaupt keine Störung da ist. So, und wir werden gleich mal einen großen Rundgang machen. Den werden wir in einem extra Video machen. Heute gucken wir uns mal das Kernstück an, nämlich die Rezeption und das Restaurant. Denn ihr kocht wirklich selber. Ihr macht das nur abends. Im Moment personalbedingt nur abends, ja. Von 17 bis 20 Uhr warme Küche. So, du suchst einen Koch. Ja. Du selbst bist auch Meister. Ja. Was hast du gelernt? Fleischermeister war der erste Beruf, sehr jung, und dann Küchenmeister.
So Fleischermeister und Küchenmeister, das ist nicht nur irgendein Begriff, der auf, ich sag mal, irgendein Besteck draufsteht, Fleischermeister, sondern das kann man richtig, das ist ein Ausbildungsberuf. Das ist natürlich, das ist ein Ausbildungsberuf. Und damals zu meiner Zeit, bin ja etwas gereifter schon, war das schon auch ein harter Beruf, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also das liebe ich, das gute Fleisch, was auch hier nur auf den Teller kommt. Also Das heißt, man keine lernt, Industrieware. man geht in der Zegro kaufen, lernt, wie man dann die Packung aufreißt und in den Konvektomaten Ja, ganz steckt. neu. Das war mal, also hier gibt es das nicht. Ja. Alles wird frisch gemacht. Alles. 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 Ich glaube es ja nicht, dass es das noch gibt. Das heißt, Essen wie bei Mutter zu Hause. Dafür hast du aber die Preise um das 10-fache angehoben. Oder das ist schwierig zu kalkulieren. Im Ne? Moment sehr schwierig, ja, weil die Einkaufspreise wöchentlich auch sich ändern. Aber ich denke, es ist okay, es ist kalkuliert. Man muss auch nicht alle so übertreiben im Preis. Wir verdienen immer noch Geld und kann unsere Köche und ganz gut bezahlen. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ja, da vorne ist dein Hund. Das ist die Außenterrasse, ein echtes Highlight. Aber besonders toll finde ich natürlich hier dieser Schattenplatz, den du hast, wo du abends dann ein Lagerfeuer genießen kannst. Du hast eine riesen Feuerschale. Ja, das ist auch für die Kinder sehr schön. Da machen wir Marshmallow-Abende oder Grillabende mit Stockbrot. Da kommt jetzt noch eine Grillkota, die da drüber gebaut wird, so halboffen, dass man auch bei Fieseregen mal schön sitzen kann. Es gab diesen Platz nicht vorher, oder? Doch, der Platz selber ist, ich glaube, jetzt schon 80 Jahre am Markt, in der 3. Generation gewesen. So davon haben wir ja gekauft. Dann. Die waren etwas älter, die Herrschaften, und sind in ihren Ruhestand gegangen. Ja, das Coole war, alles war schon so fertig ausgebaut, du musstest nichts machen. Nee, also das war es leider nicht. Also wir haben hier schon sehr viel Geld in die Hand genommen und haben 3,5 Jahre jetzt nur gebaut und alles neu gemacht. Jede Leitung, unterirdisch, oberirdisch, es musste alles neu gemacht werden. Das Internet, Alles. alle Leitungen, alles das, was du hier siehst, das Holz ist neu, das ist alles neu. Das ist auch neu gebaut, das waren alte Fenster hier noch drin und so. Also wir haben komplett erneuert alles. Also Neubau wäre manchmal besser gewesen. Ja, das Ganze natürlich Fluchtwege, Brandschutz, brauche ich dir nichts zu erzählen. Genau. Alles teuer, mehrere Millionen Euro gingen hier rein. Kannst du dir das vorstellen? Wenn man alles sieht, so drum und dran, klar, natürlich. Ich denke, das ist kommt schnell zusammen. Ja, du selbst hast festangestellter Handwerker auch, das brauchst du hier. Ein Hausmeister, der auch Elektriker ist. Ja, genau. Ja, das ist gut. Komm, wir gehen mal rein. Dann, ja, beim Anwalt, da hast du ja Millionen schon verdient. Was hatte ich denn jetzt hier? Schön wäre es gewesen. Schön, hier, ich zeig's mal. Sie heißt übrigens Futterscheune. Warme Küche von Dienstag bis Samstag. Montag ist wahrscheinlich Ruhetag und Sonntag. Und in Notfällen könnt ihr uns da und da erreichen. Familie M. Steinmann, Micha Steinmann. Und hier sieht man, warte mal, den lassen wir mal hier drin. Das ist der Goldschatz. Der wurde frisch operiert. Ja, der hatte am Auge einen kleinen Tumor, der entfernt werden musste und ist auch kastriert worden. In einem Zusammenhang mussten wir machen. Und ja, jetzt hat er seinen Schutz um, dass er nicht kratzt. Das gefällt ihm nicht. Ja. Jan, du kommst hier rein. Und der Look hier ist nichts gebastelt. Also hier ist alles, weißt du, ich meine, hast ja Leute, die wirklich sich gut auskennen. Das Holz sieht so aus, als wäre das schon mal benutzt gewesen. Das ist aus Bayern. Das ist gehacktes, gebürstetes Holz, also Massivholz. Und das haben wir alles schön isoliert, die dicke Wände, alles neu gemacht und dementsprechend, ja, Harz-typisch. Ne? Wir sind im Harz, das ist Wald, das ist Natur, das ist das, was wir verkaufen und dementsprechend haben wir das auch überall versucht umzusetzen. Wenn man in Harz kommt, ich gehe Harzen, glaube ich, da gibt es so einen Spruch. Ja, den gibt ja. Leider ist das so Hartz IV und so weiter, aber es hat nichts damit zu tun. Nein, gar nicht. Der Harz ist ein Urlaubsgebiet. Ja, Okay. hier wird viel gewandert. Ja. Mountainbiker sind hier gut unterwegs. Motorradfahrer kommen gerne hierher. Doch. Also es ist so krass, wir werden heute Abend mal essen gehen und hier haben wir schon ein ganz tolles Gericht, Spaghetti Aglio Olio, Peperoncini, alles frisch mit White Tiger Garnelen. Ja. Hast du sie selber gefangen? Nein, selber gefangen habe ich sie nicht. Du bist ja Vegetarierin. Ja. Jein. Also, weil, gut, Eier haben ja nicht gelebt, aber Eier, Milchprodukte ab und zu mal. Aber Fisch esse ich auch mal ganz gerne. Ja. Und Garnelen ist natürlich, wenn ich dann sowas lese, kann ich dann natürlich nicht Nein sagen. Genau. Also ihr könnt es... Ich bin so ein Fischfreund, aber ich bin Ja, ich eher auch so nicht. das herzhafte Fleisch. Jetzt mal ohne Scheiß, der Wareneinsatz hier bei so einem Produkt mit den Tiger-Garnelen, wenn du da richtig gute Qualität nimmst, das ist nicht billig. Die etwas größeren und das ist aber völlig okay. Es ist ein Tagesgericht oder Wochengericht, das
wechselt immer mal. Okay, das kannst du denn auch ein bisschen mehr einkaufen, dass die Konditionen stimmen und so. Wie suchst du denn die Ware aus? Das ist ja auch ein dickes Thema. Sind hier auch Fleischer von hier? Ja, ich lasse mal eine Currywurst vom Fleischer machen hier, diese sogenannte Bockwurst aus der Fritteuse, die ich als Hesse, wo ich herkomme, eigentlich gar nicht so kenne. Und ansonsten mache ich alles selber. Bockwurst aus der Fritteuse? Ja, kennst du die nicht? Die Currywurst, diesen ganz große Currywurst, die in der Fritteuse heiß gemacht wird? Nein. Nein, quasi das ist diese Fleischwurst als Wie eine Fleischwurst also als als Hesse Currywurst. kennt man eine Currywurst, eine richtige Bratwurst, die ich aber selber hier herstelle und auch anbiete. Ist Natürlich. die lecker eigentlich? Seine Bratwurst? Die ist göttlich. Denke schon. Göttlich. So, wir gehen mal rein. Das ist die Gästestube. Auch hier wirklich gastronomische Standards. Ihr kommt aus der Gastronomie, ihr kennt euch damit aus. Kundenservice, das A und O. Wie lange warte ich denn auf meine erste Bestellung, Getränke? Also das geht ja bei uns über ein Pager-System. Das heißt, du musst als Gast vorne hingehen und sagen, hier bin ich hätte gerne ein Aperol, ein Bier oder ähnliches oder ein Wein. Und dann das Essen ausgewählt. Dann piepst das Ding. Dann bezahlst du, nimmst deine Getränke mit, suchst dir einen Platz oder suchst dir vorher einen Platz aus. Und dann ist das Essen bei Klingeln des Pagers, kannst du dir dein Essen da vorne abholen. Wir haben ja auch hier sehr nett formuliert, bestellen, bezahlen, Pager nehmen, abholen, genießen. Mit der freundlichen Selbstbedienung. Das ganz Wichtige ist dabei, dass du dann die Preise auch einigermaßen im Lot lassen kannst, weil nichts gegen Bedienung, aber jetzt guck mal hier, Anzahl der Tische, ich schätze mal ungefähr 25. Ja, wir haben hier so ca. 50 Sitzplätze innen und außen nochmal 40 Sitzplätze, die Terrasse und die Wiese noch dazu. Da können wir ja unendlich aufbauen. Und Bedienung ist wirklich nicht zu finden. Im Moment kennt ja jeder die gastronomische Situation mit den Abräumen, Facharbeitern. wer macht das? Das machen die Gäste in der Regel und haben unseren Abräumwagen, aber das machen wir selber auch. Wenn wir hier reingehen, dann nehmen wir natürlich auch die Teller dann auch mit. Finde ich ganz pragmatisch. Kenne ich in Trier, am Dom gibt es eine Weinstube, die macht das seit original 30 Jahren. Das ist so, die heißt am Domstein heißt die. Ein ganz tolles Weinrestaurant und die machen zwar keinen Pager, aber die haben dann so ein Fähnchen und dann wird das aufgerufen, der guckt, wo ist das Fähnchen und bringt dann nur noch raus. Aber bestellen, bezahlen muss alles vorher. Ja. Der Vorteil ist, du kriegst deine Flasche Wein in 10 Minuten. Ja, dann musst nicht eine halbe Stunde warten. Ja, das ist ja hier ähnlich. Ne? Wenn jetzt hier voll wäre und ich sitze als Gast, ich selber empfinde das auch so und dann kommt keiner oder ich muss ellenlange warten und dann noch bezahlen, nochmal warten, das will heute eigentlich keiner machen. Und ich muss fairerweise sagen, wir kommen aus der gehobenen Gastronomie auch oder ich und ich habe damit ein bisschen Bauchschmerzen gehabt mit so einem Pager-System, aber es hat sich ja auch immer entwickelt, weiterentwickelt. Eigentlich wollten wir nur eine Currywurst Pommes anbieten, aber die Gäste sind sehr zufrieden, wir haben immer mehr Gäste, es sind welche in Gossa, die kommen zurück und Achso, darf ich hier auch kommen, ohne Gast zu sein auf dem Platz? Das natürlich, ja. Wir machen zwar keine Werbung, aber auch. Ja, kannst du jetzt vergessen. Ja, klar. Ich habe jetzt, ist gerade gesendet. Name nochmal von ihm hier, wie heißt er? Giovanni. Der ist aber nicht als Tagesgericht irgendwann mal auf der Karte. Nein, ganz bestimmt nicht. So, komm, wir gehen mal weiter, dass wir das sehen. Also es ist so schön hier. Das erinnert mich extrem, ich habe es gestern schon erwähnt, an der Saarschleife gibt es Tiny House Vermietung. Und der hat sich nämlich gesagt, wir sind da für unsere Gäste, die hier Gast sind. Wir promoten das auch nicht nach draußen, weil du hast gesagt, du könntest hier... Macht ihr auch nicht. Nee. Nein, das würde einfach zu viel werden. Und die Sitzplätze sind ja von den Campern jetzt eigentlich schon sehr gut ausgelastet. Und Gruppen und Feierlichkeiten nehmen wir gar nicht an von außerhalb, weil das wollen wir nicht, können wir auch gar nicht gewährleisten im Moment, in der Personaldichte, die wir eigentlich gar nicht so haben. Die Corona-Zeit, ja, die ganz große Arschkarte, die Gastronomen gezogen haben, war das bei euch auch so? Ja, natürlich. Das war vorher schon nicht so ganz, weil der Harz ist ja nur mit Tourismus bedeckt und da sind schon auch vor Corona die guten Personalien nicht so toll gewesen. Das heißt, man musste schon lange suchen und das Glück haben, einen guten zu finden. Und nach Corona ist das eigentlich zusammengebrochen. Und wir haben ja gefunden, aber wir brauchen noch unbedingt auch einen Koch, ne? Einen jungen Koch. Also Koch, männlich, weiblich, divers, der auch noch kochen kann. Also der nicht nur, wie ich das eben erwähnt habe, Convenience aufwärmt oder irgendwas macht, sondern... Der ist hier fehl am Platz. Also er muss schon selber die Küche ein bisschen haben und lieben und auch alles das, was er nicht kann, wird ihm beigebracht. Also ich habe genug Köche ausgebildet in meinem Leben. Ja, wir gehen gleich mal in die Küche rein, vom Feinsten. Also ihr habt, allein die Küche kostet größer sechsstellig, habe ich schon gesehen.
die drin ist. Langt das? Nee. Egal. Wir wollen mal nicht drüber. Ich will damit nur sagen, wenn du schon kein Werkzeug hast, wenn du keine Hilti hast, ja. Da, also speziell oder keine Makita oder keine dies und das, dann kannst du schon mal nicht kochen. Also man muss, die Küche ist schon so gebaut, auch aus Platzgründen, dass das zur Karte passt. Also ich habe eine Vorstellung gehabt, das, was wir anbieten, und danach musste natürlich die Küche auch bauen. Und ich habe sie ja neu gebaut und von daher war die Möglichkeit da. Ne? Also du kannst nicht von Köchen was verlangen, zu kochen, wenn die Küche und die Ausstattung das eigentlich gar nicht hergeben. Ja. So, ihr seid tatsächlich noch nicht ganz überlaufen. Das Schöne ist, den Platz gibt es ja erst seit ein paar Jahren und das hat sich jetzt erst wieder rumgesprochen. Habt ihr schon Preise gewonnen? Nein. Nein, noch keinen Preis. Dann gewinnt ihr wahrscheinlich am Ende dieses Tages den großen German Television Preis für die eigene Herstellung der Bratwurst nach Hausmacherart. Ja. Denn da haben mir schon Leute erzählt, die ist oft ausverkauft. Ja, das stimmt. Zeig mal bitte, hol die mal raus, dass wir das sehen. Alles das, was hier drin ist, warte mal, bitte mal auflassen, ich zeig's mal. Die Erbsensuppe à la Futterscheune, das ist eine hausgemachte Erbsensuppe, wie du die kennst, vom Fleischer, der bietet die an, oder? Genau. So, dann hast du die Sülze. Ja. So, Zwiebeln Gekochte Zwiebeln mit. Da sind eben heute auch schon wieder Gläser raus. Ich komme im Moment gar nicht so richtig nach, weil wir im Moment viel Arbeit haben halt. Ne? Sag mal, die hausgemachte 5,69 für 4 Stück, das sind ungefähr 200 Gramm, nämlich, nee, mehr. Ja, das ist der Kilopreis 13,90. Da ist ja auch kein Fett und kein Wasser eingearbeitet. Das ist so, wie man sich das beim Fleischer vorstellt. Kein Wasser, kein Eis. Kein Eis, nix. Das ist alles richtiges, harztypisches, also Harzer Strohschwein, und daraus produziere ich selbst hier die Weil du weißt, wie man das Gewicht aufpeppt. Im Cutter. Weiß ich das. Im Kutter, ja. Im Kutter. Natürlich, ja. Habe ich gedreht. Also ich bin ein Verfechter von gewissen Industriewaren und so alles. Also ich kommuniziere das auch mit den Gästen. Bei mir gibt es halt nichts anderes. Fertig. Guck mal hier, Leerdammer für 2,49, die Butter für 2,49. Also ganz normale Preise, ganz wichtig. Auch die Kerrygold für 2,79 brauchst du dich nicht zu verstecken. Ja. Nein, das ist ja auch Unsinn. Ne? Man muss doch irgendwo moderate Preise haben, sonst wird ja auch nichts mitgenommen. Ne? Das haben wir ja nichts von. Warum soll ich hier an so einem Produkt Geld verdienen? Das ist halt ein Hilfsmittel, wenn man mal was vergessen hat. Und das ist ein kleines Lädchen. Meine Frau ist ja... Dann komm rein. Das ist wie süß. Ich habe das gar nicht gesehen. Guck mal hier, ist das geil? Das ist wie früher, weißt du noch, im Schwimmbad. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an den Laden, den wir bei uns im Dorf auch hatten. Wo man dann noch so klein Da habe ich einen Film drüber gedreht, wo ihr einkaufen wart früher, weißt du noch? Genau, ja. So, guck mal hier, Haribo, Kirsch-Cola, Colorado. Da gibt es ja 1000 Sorten. Wie habt ihr die ausgewählt? Das macht meine Frau, also das überlasse ich auch meiner Frau. Sie ist ja gelernte Einzelhandelsverkäuferin, ist ja da drin groß geworden. Sie hätte ja ganz gerne, dass ich hier noch so einen Hofladen baue und alles selber mache. Ich sage, ja, ich bin in welcher Zeit wahrscheinlich? Genau, wann sollen wir das alles machen? Also hier war eigentlich der Ursprung des Gedankens, das Vergessenes eben mal, das, was da ist. Mal eine Dose Milch, mal ein Salz, mal ein Zucker. Mal ein Korn, genau, der darf auch nicht fehlen. Schirker, Feuerstein, Harzer... Warte mal, ich komm mal dahin. Warte mal, das was? So, Harzer Schirker Feuerstein ist ja typisch Harz, so wie auch das Harzer Grubenlicht, und das wird auch gerne... Was ist das? Pack das mal aus, bitte. Das ist, ja. Ich will nur einmal sehen, was da drin ist. Nehmen das Leute mit als Andenken? Ja. Naja, wenn sie es dann bis nach Hause schaffen und nicht vorher getrunken haben. Was in unserem Wohnwagen heute Abend ist. Ja, schicker Feuerstein, ist ja klar. Ja. Der Halbbitter. So. Ja. Ja, das schmeckt auch ganz gut, muss man schon Ist hier aus dem Harz, oder? Ja, der ist aus dem Harz hier. Daneben, was ist das hier? Harzer Grubenlicht? Harzer Gruben, ja, das ist dasselbe. Das sind praktisch das Wettbewerber. Wettbewerber, wenn man so will, ja. Also Ähnlichkeiten sind schon da. Ne? So, aber ganz wichtig, der Landhaus Korn, den hast du auch, der im Lidl an der Kasse steht. Ja. Aber etwas besser, dann der Feiershot, der Feigling. Ihr kennt euer Publikum. Ja. Also das ist ja hier für die Damen, das ist ja auch von dem Schirker. Das mal, was nennt ist sich für Schirkuja, das ist relativ neu, seit einem Jahr, glaube ich, oder so. Ja, oder 2021. Du musst den mal schütteln, bitte. Das ist so ein Glitzer. Glitzer. Das ist der Frauenschirker. Der glitzert. Das ist der, ja, man sagt. Man sagt das so. Ne? Der glitzert. Ich muss öfter mal in Harz. Ja. Das glitzert. Ja. Und da gibt es jetzt auch Drinks schon, die Longdrinks, die gemixt werden, haben wir auch, glaube ich, sogar. Genau, Schirkuja Spritz, ist wie ein Aperol Macht die Spritz, auch, nur mit ja. Schirkuja. Ah ja. Und unser eigener Harzdrink haben wir auch mit
Can, der Abend ist gerettet. Guck mal hier. gerade gedacht. Chips sind hier, und zwar die guten Pringles, die Funny, Frisch und die Shio nebeneinander, wie sich das gehört. Also die sind Falls Grund. du mal deine Zahnbürste vergisst. Genau. Achso, das ist für Hunde übrigens, Das ist für Can. Hunde. So, du hast auch Kaffee. Auch mal ein Snack, ne? Genau. Dann ganz wichtig, die Nespresso-Kapseln. Ja, sind ja viele hier. Also du musst eigentlich den Laden hier nicht verlassen. Ne? Das ist ja auch in unseren Häusern, das heißt in den kleinen Holzhäuschen, da steht ja überall eine Nespresso-Maschine drin und dafür Das- auch die Tabs, ne? Habt ihr natürlich jetzt nur für die Dreharbeiten so hergerichtet. Normal ist ja überall gut und günstig hier drin. Ja. Nee. Schöne, nee, schöne Sachen. Das ist, was ist das hier? Ist das ein echter Nordhäuser? Ja, natürlich. Schmeckt der gut? Ja, klar. Da gibt es ja auch viel Schrott. Also wenn du guckst, so gibt es ja auch für 3 Also ich Euro. muss gestehen, ich bin jetzt nicht der Schnapstrinker. Also Ja. ich probiere natürlich mal und trinke Aber- auch mal einen mit, aber im Grunde genommen bin ich nicht der Experte, was jetzt gut oder schlecht ist. Er geht gut hier? Ja, ja. So, das ist wichtig. Also denke, auch hier Grillanzünder finde ich wichtig. Seid bitte vorsichtig. Du hast den guten Anzünder hier. Keinen Spiritus bitte nehmen. Genau. Ja. Feuer auf dem Platz, darf man? Ja, natürlich. Campingplatz, der Zeltplatz und so. Aber es gibt natürlich Warnungen im Harz, wie jetzt ja auch wieder gebrannt hat. Und wenn Brandgefahr herrscht, dann kriegen wir Informationen und dann darf nur mit Elektro oder mit Gas gegrillt werden. Und offene Feuerstellen in den Feuerschalen dann nicht. Das müssen wir dann leider auch untersagen. Die ganzen Accessoires, die ihr anbietet, sind regional? Nein. Okay. Nein. Das Die kriegt ihr ist, dann für das, überall. ist, das ist genau, das ist Aus China. regional. Nee, eigentlich ist das aus Portugal alles hier. Diese ganzen Korksachen aus China haben wir, ja, vielleicht das eine oder andere auch. Weiß man ja Aber auch da nicht müsstest immer. du auch Genau. meine Frau fragen, weil das ist ihr Part. Ach, okay. Also, absolut gelungen. Hier ein paar Kinderspiele. Und meine Tochter näht ja selber. Das ist alles handmade. Welche Ne? Tochter? Die da? Die Sarah, die hat als Hobby Nähen. Und im Winter, wenn nicht so viel los ist, näht sie viel. Jan, wärst du mal handwerklich begabt? Ja. Ja, leider habe ich 2 linke Hände. Nein, sie näht. Sie ist Kirchnerin quasi und hat sich sogar eine eigene Handtasche jetzt gemacht. Sie macht Hundehalsbänder in Lettland. Das Ganze genau. seit Jahren. Deshalb, wenn ich hier einen Hund sehe, bin ich natürlich Feuer und Flamme, weil ich habe 4 zu Hause und die vermisse ich natürlich. Musst du von Jana Dann- ein Halsband kriegen? Ja, Wenn sie mal nicht Und da eine- sind, ist auch schön. eine Aber lautlose Hundemarke musst du auch noch bekommen. Eine lautlose Hundemarke, Ja. das macht die Jan uns auch. Genau. Oh, ist der goldig. Darf sich nicht kratzen, deswegen Nee. hat er. er darf sich im Moment nicht am Auge kratzen. Sonst Ich vermisse meine Hundis auch schon. Ganz wichtig ist natürlich auch Toilettenchemie hast du mit drin, Campingkocher. So, wir gehen mal in die Küche, gucken uns das mal an und das ist echt das Highlight. Also kommt hierher, wir werden noch ein extra Video machen, werden uns eine Spezialität reinziehen. Sag mal, es gibt doch Steaks hier bei euch, ja? Also im Moment gerade nicht. Im Moment gerade nicht. Weil du hast, glaube ich, eine ganz lange Steak-Historie. Hier vorne sind auch Steakmesser. Ja, ja. Die sieht man. Und Ja, hier, jetzt hatte ich gerade aus den USA, aus Nebraska, Dry Age als Ribeye gehabt. Das ging auch ganz gut, aber das sind dann immer so mal eine Extrakarte, die schreiben Highlights. wir und Highlights und wenn alle, dann alle. Und dann gibt es wieder was Neues. Ne? Für mich? So ganz nebenbei, das persönliche Highlight, als ich hier reinkam, war der Kuchen. Ja, und das ist ja nicht nur, dass deine Tochter näht und du dich mit Fleisch auskennst, sondern... ist Koppenrad und Wiese aufgetaut. Genau. Ganz sicher. Also das backe ich alles selber, Ja. die Kuchen. Wir hatten mal angefangen, fertige zu kaufen, auch ganz gute, aber das kam irgendwie nicht. Also mir hat es nicht gefallen, auch da bin ich dann einfach wieder so und sage, nee, also sowas will ich nicht anbieten. Und da habe ich angefangen, selbst zu backen. Und das ist jetzt daraus entstanden, dass je nach Saison, Sonne, Winter, Kälte, dann Kuchen, Sahnetorten selbst gebacken. Also das ist auch ohne Chemie, da ist alles mit auch Gelatine gemacht und mit frischen Zutaten, auch keine Aromen drin, das kommt an. Also das kommt an, auch große Stücken. Ne? Macht dir das noch Spaß, backen? Oder? Weil das ist ja schon Aufwand. Ja, es wird jetzt, Spaß macht schon, aber es ist halt manchmal einfach zu viel im Moment. Ne? Deswegen, wir brauchen So, Hilfe. Leute. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Also, Hilfe. wenn ihr Koch, Konditor, egal, handwerklich begabt seid, das könnt, sind ja auch viele Allrounder dabei. Ich gucke jetzt dich an, weil du heute Morgen, hat sie die Bagels gut gemacht heute Morgen? Ja, die waren sehr gut. Sehr gut, sahen sehr lecker aus. Ja. Aber Und das haben- ist ja Aufwand gewesen. Ich glaube, 3 Bagels, halbe Stunde hast du gebraucht? Nee, 15 Minuten. Aber Ja. man muss alles handwerklich erstmal machen. Aufschneiden, belegen, frisch machen. Camper ist halt alles schon echt auf kleinem Raum und wir haben da ja kaum eine Arbeitsfläche und das geht aber. Man muss nur wollen. Im Wohnmobil geht's doch. Ne? Gibt's So, und das ist dein Reich. Hier vorne das Allerwichtigste, deine Cashmaschine. Jetzt gibt es ja bald keine... Ja klar, hier wird die Kohle gezählt. Aber ihr seid sehr erfolgreich, weil ihr wirklich
nicht geguckt habt, was machen die anderen, sondern ihr habt gesagt, wie kann man Gastronomie auf einen Stellplatz übertragen, so, dass die Leute sagen, boah, hier komme ich her, ich muss Goslar im Zweifel gar nicht gesehen haben. Ich war jeden Abend hier und habe mir es gut gehen lassen. Ja, die Bewirtung, die Gastronomie, der Gast. Freundlichkeit ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Ja. Also die meisten kommen rein und sind schon das erste Mal platt, weil sie hier freundlich begrüßt werden. Ja, du hast aber auch das Heft in der Hand. Also du bist so eine Mischung aus Feuer und Wasser. Das heißt, das muss man auch sein. Ne? Ja, also es ist so, wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch raus. Ne? Also Habe ich schon gemerkt. ich lasse mir hier auch nicht die Butter vom Brot nehmen, aber so grundsätzlich sind wir doch alle lieb hier. Finde ich wichtig, man sieht keine Verbotsschilder bei euch, nirgendwo. Also da steht nicht, du darfst das nicht machen, bitte keine Damenbinden in die Toiletten schmeißen, also was man halt so gerne macht, gell, Can? Ja, genau. Gell, Can? Ich meine, da muss man ja auch irgendwie vom gesunden Menschenverstand ausgehen. Ja, alles, was ich nicht zu Hause machen würde, das sollte ich, denke ich mal, auch woanders nicht machen. Ja, Sehr schön das ist der beste Habe ich Ansatz. mich gerade gerettet? Ja. So, aber worauf ich hinaus wollte, es gibt ja bald keine EC-Karten mehr in Deutschland. Die werden abgebaut, hast du schon gehört? Also die Banken haben das EC-System gecancelt. Maestro wird es nicht mehr geben. Kreditkarten, ich kann hier mit Kreditkarte zahlen. Ja, kannst du. Mit Visa und Master. Wie wird denn abgerechnet hier? Das heißt Strom zum Beispiel, ist das nach Verbrauch? Ja. Okay. Das heißt, du schaltest frei? Ich schalte hier frei. Beim Check-in wird gefragt, ob Strom benötigt wird, und dann schalten wir ihn frei bei Bedarf und dann wird nach Verbrauch abgerechnet. So, alles digitalisiert, siehst du am Rechner? Digitalisiert. Das ist ziemlich cool. Habt ihr ein Online-Buchungstool, das ich... Ja. Auf unserer Homepage kannst du online buchen und dann, du kannst dir die Plätze aussuchen. Du wählst erst die Kategorie, Wohnmobilstellplatz. Zahlen kann ich auch schon? Zahlen kannst du auch schon. Ja, ist ja geil. Also musst du. Musst du. Sehr schön. Online musst du. Was ist, wenn ich länger bleibe? Habt ihr da noch was? Wenn ich sage, ich bleibe mal 2 Wochen, ist das möglich noch dieses Jahr? Ja, Ja, geht. So, Futterabholstation, hier ist die Essensausgabe. Das ist, warte, ich guck mal gerade, was hier noch so ein bisschen steht, denn du hast nämlich schon ein paar Sachen bekommen. Die zeige ich mal. Hier ist ein Treffen, das findet regelmäßig statt. Da habt ihr mich auch gerufen, glaube ich, im März war irgendwas, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Im März? Was war im März? Nee, also die Chrysler-Treffen sind meistens im Herbst. Detlefs, ne? Detlefs Womo-Treffen, da haben sich ein paar getroffen. Unsere Quad-Freunde. So, Jetzt haben wir ja den Karmann Club hier mit 200 Personen. Die bleiben ein paar Tage. ich darf mal dein Lebensmotto zeigen. Also du hast ein Lebensmotto, mit dem du quasi seit der Geburt umgehen kannst, Can. Es heißt, die Pflicht ruft. Kein Problem, man kann ja später zurückrufen. Das ist deins, das daneben. Meins, das ist meins. Ich verspreche nichts und das halte ich auch. Ja. Also ich sage immer, ich gebe immer volle 50%. Ja, die Krux bei den Schildern ist, die haben meine Eltern mitgebracht. Für mich. Der da. Ja, der da hat mir quasi einen Freifahrtschein gegeben, dass ich meine Pflichten auch später abrufen kann. Meine Frau hält auch Kinder nicht hinterm Berg. Also Du bist jetzt mal Gast. Ich halte mal nicht hier auf den Bildschirm wegen Datenschutz, aber du bist jetzt mal Gast. Du kommst jetzt hier rein, dann sagst du mal nett Hallo. Mach mal. Hallo, ich hätte gerne einen Stellplatz für 2 Nächte. Ja, ein bisschen ausgebucht. Nee, wie wäre deine Antwort? Was würdest du sagen? Ja, ich guck mal. Wie groß ist das Wohnmobil? Kommt ihr mit Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt? Sag mal, wenn ich so einen riesen Haufen habe mit 12 Metern, passt der rein auf einen der Plätze? Ja, auf mehrere sogar. Ja, wie viele habt ihr für 12 Meter? 20 circa. Ja. 20? Ja. Echt? Ja. Liner geeignet. Die Einfahrt habe ich gesehen, da kommst du sogar mit dem Liner rein. Natürlich, wenn du fahren kannst. Wenn du fahren kannst. So, cool. So, Die jetzt ist 3,50 Meter breit und ich denke, das schafft man. 3,50 breit. So, und das ist aber übrigens... da keine Steine in die Wege gelegt, so große, weil das liebe ich selber nicht so gern. Ich fahre ja selber sehr lange schon Wohnmobil, über Jahrzehnte, und gerade auch mit den größeren, was ich ja auch jetzt gerade habe, kein 12 Meter Mobil, aber auch schon ein bisschen größer, dann bin ich schon immer sehr vorsichtig, weil überall diese Wackersteine da stehen. Also ich liebe die gar nicht. Ne? Wenn man dann noch mal kurz da dran stößt, dann hat man ja doch immer ganz groß und sehr schnell immer irgendwelche großen Schäden. Gerade bei den heutigen Autos reißt ja alles gleich ab. Und wir haben auch unsere Lichter, die du vielleicht nachher siehst und filmst auf dem Platz, die sind aber aus Vollkunststoff, sieht aus wie Beton. Da fährt ja auch
hin und wieder mal einer gegen. Die sind auch nicht betoniert, bewusst nicht betoniert, damit keine großen Schäden entstehen. Dann geht der Hausmeister hin, macht sie wieder gerade, klopft sie an und gut ist. Ne? Das ist wichtig. Also, alles sehr camper-like. Was ist hier hinter der Tür? Noch ein Büro. Noch ein Büro. Darf ich mal reingucken? Ja, Das ist- aufgeräumtes Büro. Das ist gut. Dann sieht man endlich mal die Wahrheit, was das Thema unaufgeräumt bedeutet. Das ist schon ganz schön viel Arbeit. Du sitzt hier, man ist wirklich Tag und Nacht erreichbar für die Leute, du bist exponiert. Ein bisschen was vom Hotel eigentlich, oder? Ja, natürlich. Das ist ja auch unsere. Also wir können ja gar nicht anders. Wir kennen das Hotel ja eher wie ein Campingplatz. Und von daher haben wir das schon übertragen hier, gar keine Frage. Du gibst deine Seele an den Kunden ab, so ist es an den Gast. Ja. Das ist Das so. muss man auch beherrschen und auch können und wollen vor allen Dingen. So, und das ist der Weinkühlschrank. Ja. Du bietest gute Weine an. Du hast mir gestern einen angeboten. Was war der? Das war ein Robert Weil. Erste Lage. Zeig mal bitte. Wo ist der? Mal gucken. Da unten steht er. Davon hast du auch ein paar mehr. Du hast für Weinliebhaber einige gute Weine hier. Jetzt nicht die mega große Auswahl, aber nicht die Plörre, die du sonst irgendwo kriegst an der Tanke. Wir haben einen Weinhändler aus Göttingen, der Bremer Weinhandel, mit dem arbeite ich seit Jahrzehnten zusammen. Das ist auch jetzt schon die zweite Generation. Und der sucht aus, das ist hier auch seine eigene Marke, die wir hier mit vertreten im Rotwein, Weißwein, Riesling. Und das ist okay und der Preis passt halt, ne? Weil hier auf dem Campingplatz, wir haben wie den Robert Weil schon, auch wenn einer mal etwas Bekannteres trinken möchte. Aber ansonsten kommen wir mit dem Wein aber auch ganz gut klar. Ne? Ja. Also Gäste sind zufrieden. einen Trollinger haben wir noch da. Ein Trollinger. Sehr schön. So, und das ist dieses System. Kenne ich aus China. Kann man bestellen, Alibaba. Das ist aber deutsch. Das ist deutsch. Ja, nicht aus China. Funktioniert. So, und das ist total simpel. Du kriegst dann hier so einen Piepser und wenn es fertig ist, dann. Macht er das? Er blinkt schön grün, er vibriert ordentlich. Also man kann das nicht verschlafen, wenn das Essen fertig ist. Geht wahrscheinlich bis unten in die Stadt, nach Goslar, oder? Nein, nicht ganz so weit. Also bis auf die Wiese funktioniert es. Bis zu den Stellplätzen leider nicht, aber es dauert ja auch nicht so lange, bis die Köche fertig dein sind. Essen abholen? Ja, ne? Ja, habe ich schon mal gehabt. Also ich war mal wo war ich am Bodensee? Und da wartest du schon mal eine Dreiviertelstunde, bis du da kriegst, aber da war auch wirklich viel los. Nein, Also muss man. so lange muss man hier nicht warten. Und, Also wir sind schon recht zügig mit dem Essen. Also wenn wir auch manchmal bis zu 120 Gäste abends haben, also da wartet keiner länger wie eine halbe Stunde. Also das funktioniert ganz gut. Also auch das panierte Scheunenschnitzel, da machst du nicht eine Tüte auf und legst das. Weil es gibt mittlerweile im Convenience gibt's so geile Sachen, die auch gut aussehen. Nein, Das macht ihr selber. Das wird sogar frisch geschnitten. Das ist die reine Oberschale vom Harzer Strohschwein. Die wird frisch geschnitten, jeden Tag vorbereitet und auch geklopft. Und dann, man hört es ja auch, manche Gäste sagen auch, oh, jetzt kloppt da mein Schnitzel. Und dann wird es frisch paniert und auch mit richtigem Paniermehl vom Bäcker, ohne Backmittel, ohne E-Mittel. Daraus produziertes Paniermehl und mit dem richtigen Ei auch paniert und gebraten. So, und die Currywurst, das ist ein Gerät, der hat wahrscheinlich auch 180 Gramm, oder? Die Currywurst ist ja der Klassiker, den es ja jetzt mittlerweile überall gibt in Deutschland. Und darunter die Scheunenbratwurst, das ist meine eigene, ungefähr 180, 190 Gramm groß. Also gestern war gerade ein Gast, ich denke, der wird nachher auch da sein, der hat sie nicht ganz geschafft. Der sagt, oh, die ist ja zu groß. Ich sage, ja, aber wenn du einen guten Hunger hast. Er hat sie sich einpacken lassen, Hat das sie letzte sich Stück. einpacken lassen? Ja, Okay. hat sie sich in Alufolie einwickelt. Also wer sich auskennt, für 13,90, wenn du guckst, die Burger-Restaurants heute, also mit diesen Premium-Burgern, da bist du schon mal mit 20 Euro los, ja. Ja, genau. Aber wenn du gutes US-Beef zum Beispiel oder so kaufst, dann liegst du ja auch im Kilopreis sehr hoch. Und wenn da 180 Gramm drauf liegen, dann bist du ja schon ein paar Euro. Jan, komm mal her. Vegetarisch, großes Thema für dich. Denn du hast tolle Sachen, unter anderem die Gemüselasagne. Damit hast du es in Jans Herz geschafft, nur in der Beschreibung. Vor allem mit Gouda und Bergkäse überbacken. Ja. Aber das ist ja Sarahs feine Gemüselasagne. Also im Prinzip. Aber die machst du nicht selber, ne? Nein. Nein. Aber die hast du dir ausgedacht, oder? Die macht der Papa. Okay. Ach, die macht er echt? Okay. Jetzt die Frage, die Chicken Crossis, sind die aus der Tüte? Natürlich sind die selbst gemacht. Wir kaufen also gutes Hähnchenfleisch. Die Kindersachen macht ihr selber? Ja. Das panieren wir auch selber und wird auch aus frischer Hähnchenbrust
gemacht und auch nicht aus irgendeiner TK-Hähnchenbrust, sondern von einem guten Hähnchenfleisch frisch geliefert und dann geschnitten und paniert. Und das für 7,90. Das ist genug. Überleg mal, da ist Steuer drin. Ja klar, Geld genug, aber das musst du schon nehmen, sonst geht's nicht, oder? Ja, natürlich. Alle Preise, die kalkuliert sind, sind eher knapp kalkuliert, aber für mich okay. Also ich bin einer, der auch einen Platz, man kann ja alles bauen. Man kann Abwasser, Wasser und was weiß ich und Schwimmbad, aber irgendwo muss das bezahlt werden. Das heißt, die Plätze werden dadurch natürlich auch teurer. Und ich wollte hier einen bezahlbaren Platz bieten, der auch zwar schon ein bisschen was bietet, auch Ruhe, auch einen großen Platz bietet und ein bisschen Gemütlichkeit und Privatsphäre. Aber es muss alles für mich auch bezahlbar bleiben. Und das ist beim Essen genauso. Das heißt, ich kriege hier einen tollen Urlaub für moderates Geld. Im Hotel gar nicht vergleichbar. Wenn du hier am Harz gehen würdest und würdest das machen, also das ist schon gut. Erheblich. Den Preisanstieg kennen wir ja alle, wissen wir ja alle, ist das schon extrem geworden. Ne? So also 15 € kostet ein Wohnmobil mit einer Person. und ein Hund sogar inklusive. Und ein Hund. Ja, Der Hund kostet mal extra. ja. Bei uns erst der erste Hund ist frei und ab dem zweiten. Aber auch nur 2 Euro. Dann zahlst du. So. Komm, geh mal rein in die Küche, denn Der Koch ist schon da. der Koch ist schon da. Und da stehen auch wieder mehr German Television Tassen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen. Es riecht total lecker hier schon drin. Jan, Ja. mach mal. Ja, riecht schon nach Essen, ja. Gut, du bist ja auch Vegetarierin, aber das spielt keine Rolle. Denn was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, die Liebe, die du beim Kochen mitbringst. Oder? Genau. Das Herz kocht mit und das Auge natürlich isst auch mit. Und das ist auch unser Standard, wie jetzt auch gerade eben Knochen. Wir machen wieder einen Soßenansatz. Da unten, die Soßen. Ich zeig das mal. Das heißt, du machst einen Fond oder was machst du? Ja, also jetzt mache ich gerade Gemüselasagne. Das ist eigentlich was Vegetarisches. Darf ich das mal? Die Soße. Darf ich das mal sehen? Das heißt, also hier ist vegetarisch, du schneidest das alles selber? Oder? Ja, das ist alles geschnitten, frisches Gemüse. Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, Paprika, Aubergine, Zucchini. Ja. Tomatensoße, Bechermehl habe ich gerade frisch gemacht. Nochmal, ihr habt die Haarmilch nicht frisch von der Kuh gezapft, sondern ihr habt die tatsächlich eingekauft. haben wir tatsächlich eingekauft. Das darf man auch mal Wir haben machen. aber Kühe oben stehen, aber das sind meistens Bullen, die produzieren keine Milch. Ich wollte nur sagen, falls einer einen Tetrapack sieht, da ist jetzt nicht die Soße drin, die Soße macht ihr selber. Ja, natürlich, ja. Wir machen alle Soßen selbst. Das ist nicht natürlich. Ich weiß, dass es nicht natürlich ist. Ja. So, was ich cool finde, ich meine, nichts dagegen, dass in der Küche kein Deutsch mehr gesprochen wird. Du kannst sehr gut Deutsch. Ja, ich bin ja auch aus Deutschland. Nein, das ist jetzt nicht irgendwie gegen Nationalitäten oder so. Aber ich hab letztes Mal eine Küche gefilmt und da ein Riesenschild drüber von einem deutschen Gastronomen, der hat ein Riesenschild drüber stehen, in der Küche wird Deutsch gesprochen, hat er geschrieben, weil das war lustig. Er hatte so viele Nationalitäten, die haben teilweise untereinander und alles und dann hat er denen gesagt, bitte, aber du kennst doch die Rezepte noch, oder? Ja, klar kenne ich die Rezepte. Also manchmal muss man sich schon wieder daran erinnern, wenn man viel kocht, aber man weiß das schon grundsätzlich, ja. Also wir haben ja hier eine sehr gute Küchenhilfe noch, der ist aus Ungarn. Der ist jetzt ein halbes Jahr hier und den habe ich jetzt auch mittlerweile schon viel beigebracht und der bemüht sich auch Deutsch zu lernen. Klappt jetzt schon ganz gut, also da sind wir sehr gut. Also nicht falsch verstehen eben, das ist manchmal so, weil Ich habe 3,5 Jahre in Oslo gekocht, da war Küchensprache Englisch und nicht Norwegisch. okay, das ist cool. Gehobene Gastronomie, der Anspruch, er ist ja schon nervig, weil ich sag mal, er hat einen hohen Anspruch, er setzt den auch durch, kommst du damit klar? Ja, ich habe eigentlich fast nur ausschließlich in der gehobenen Gastronomie gearbeitet, auch in Norwegen. Okay, Also von daher ist das für mich... Bitte? Hat er selbst den Anspruch. Ich fühle mich nicht wohl, wenn da irgendwas auf dem Teller gemacht wird oder zusammengerührt wird. Das ist nicht mein Ding. Das Was ich geil finde, wir haben es nicht angekündigt, ja, ich zeige mal den Boden. Das ist auch das Thema, ich sag mal, Sauberkeit in der Küche. Das ist ja das Allerwichtigste. Ja. Hier kann man vom Fußboden essen. Man sollte es trotzdem nie tun, aber... 3 Sekunden. Gerade gar nicht so sauber, weil wir ja jetzt wirklich viel Arbeit und einen Koch verloren haben. Das ist ja die Miserie, der hat eine schwere Psychose bekommen, leider aber nicht wegen der Arbeit, sondern eher im privaten Bereich und das ist sehr schade. Also der war auch sehr gut, also wir kamen sehr gut mit ihm klar. Also du suchst wirklich männlich, weiblich, divers, Küchenhilfen, Köche, jeder, der gut kochen kann und auf jeden Fall mit Herz kochen möchte, ne? Und ein bisschen Ideale mitbringt und auch ein bisschen Selbstbewusstsein für das, was er auf dem Teller legt. Also wir wollen nicht einfach drauf und weg. Also gibt es hier Wohnungen in Goslar? ja, also Ja. 1-, 2-Zimmer-Wohnungen jede Menge, auch bezahlbare. Schwierig wird es bei 4-Zimmer-Wohnungen, das ist ein bisschen schwieriger. Also Du bist jetzt wie lange schon dabei hier?
Wo hier? Ja. Ja, seit 1.6. erst tatsächlich. 1.6.. Ja. Macht es Spaß? Ja, mir macht Spaß. Ich habe vorher als Küchenchef im Hotel gearbeitet, aber das hat mir nicht gefallen vom Anspruch her, vom Kochen her war mir das zu wenig. Und dann habe ich hier einen Tipp bekommen und dann haben wir uns zweimal getroffen und dann habe ich gesagt, ja, wir kannten, genau, aber wir mussten es auch erstmal wieder. Ja, Hast du selbst mal ein Gericht entworfen hier, was auf der Karte steht? ja das Tagesgericht, die Spaghetti. Ja, oder die Vorspeise mit den Ich habe mich schon voll angefixt mit diesen den Garnelen. Ja, schmeckt ganz gut. Kommt auch gut an. Da darf ich mal sehen, die Garnelen, hast du hier? Mal gucken. Mal zeigen. Wow! Die sind noch tiefgefroren? Die sind jetzt noch tiefgefroren, ja genau. Und dann machen wir die tiefgefroren in die Pfanne. Mit Sag mal, Öl. was ist der Trick, wenn man die Pfanne macht und du eine falsche Qualität kaufst und da ist nur noch ein Zehntel da danach? Ja, das ist halt dann da ist der Einkauf das Entscheidende, dass man eben, dass man sie nicht zu klein kauft und dass man sie auch nicht zu lange brät vor allem, ja, Okay. weil sonst wird die Flüssigkeit geht ja immer weiter verloren und es wird immer kleiner und immer. Das härter. Gericht, was auf der Tageskarte steht, beschreib mal, wie du das zubereitest. Das heißt, was ist der Trick bei den Spaghetti? Wie kriegt man die so, dass die so knackig? Ja, also das ist eigentlich nicht so schwer. Man muss sie halt einfach eine Minute vorher rausnehmen und dann muss man sie kalt machen tatsächlich. Kalt machen? Kalt machen, ja, sonst garen sie nach und dann werden sie zu weich. Aber ich hebe mir das Nudelwasser auf, damit ich wieder den Geschmack in die Nudel kriege, als wenn sie frisch aus dem Topf sind. Viele machen viel zu wenig Salz rein, habe ich gemerkt. Also ich habe gemerkt, also ruhig mal so ein halbes Päckchen auf einen großen Topf. Nee, mache ich. Ich mache viel Salz ins Nudelwasser, weil das machen die Italiener auch, habe ich mir abgeguckt. Und da gucken die immer, nee, ohne Witz, dann die Verwandtschaft nimmt immer so einen Salzstreuer, macht da zweimal kurz, nee, du musst richtig Salz reinmachen. Richtig, ja, muss man schon richtig. Das muss. Jeder so seine eigene Ja, Ah, er ist ja nicht so, aber Also ich bin nicht so ein Salzfreund. Also ich bin eher so, ich habe immer gesagt, ein Koch, der viel Salz immer benutzt, alles Salz, der kann nicht kochen. Also man muss auch Geschmack ohne Salz, aber Salz gehört rein. Keine aber Frage. im Nudelwasser. Man soll ja auch nicht zu viel Salz machen. Ja? Also das ist schon. Aber da hat man mit der Zeit, weiß man das einfach. Das ist, ja. Okay, super, ja. Vielen Ich Dank. probiere es dann auch tatsächlich, das Nudelwasser, bevor ich die Nudeln reinmache. Und ja. Wie ist dein Vorname? Dirk. Dirk, Ja. du bist heute der Held für mich, für die wirklich artgerechte Zubereitung einer Gemüselasagne. Das ist schon Aufwand. Wie viele Portionen kriegst du raus jetzt? Wir machen 4 Bleche, das sind dann 24 Portionen. 24 Stück und dann ist Feierabend, dann ist sie aus. So, dann hier vorne, darf ich hier mal reingucken, dass wir da mal sehen. Wo fängst du an zu backen? Ist das hier? Das ist Hier. Du backst hier. Also hier ist meine kleine Backstube, wenn du so willst. Das ist ein bisschen klein. Ich habe einen größeren bestellt. Weil Eine KitchenAid. Ja, klar. Ja. Da arbeite ich eigentlich schon immer mit. Und dann mache ich hier meinen Kram, meinen kleinen Induktionskocher, Waage und dann mache ich eins nach dem anderen hier und backe den Kram. Boah, ist das toll hier. Das gefällt mir. Und auch ein Vakuumierer haben wir natürlich ein Profi-Gerät, weil ich bin Liebhaber. Es muss alles kühl sein, es muss alles Fleisch und alles vakuumiert sein. Es hält denn viel länger, oder? Ja, hält länger und schmeckt auch geschmacklich halt ganz anders. Ne? Weil, Sauerstoff ist, glaube ich, nicht der Freund, oder? nee. Der würde sogar auch vergasen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Was liegt hier noch? Das sind kleine Kartoffeln? Kleine Kartoffeln, genau. Dann machen wir unsere Bratkartoffeln raus. Die werden immer vorgegart. Hier habe ich jetzt gerade wieder einen Tortenboden gemacht. Das Tortenboden? Für eine Torte, genau. Sag mal, der Trick für einen guten Tortenboden, damit er nicht zu feucht wird. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also muss man sich reinfuchsen. Ne? Also das ist Ei, Zucker. Es muss ein bisschen erwärmt werden, auch wenn du einen guten Biskuitboden machen musst. Bis im Wasserbad aufschlagen und dann Mehl schön einstäuben. Also das kann man schlecht erklären. Das kann man nur in der Praxis Muss man üben. zeigen und üben. Ja. Und hier, was ist hier drin im Wasserbad? Da Soßen? kommen nachher unsere Soßen rein und Currywurstsoße und das ist ja das, wo ich sagte, dass wir jeden Tag halt in der Vorbereitung viel Stunden verbringen müssen, weil wir jetzt alles wieder frisch erstmal machen und für heute Abend dann vorbereiten. Ne? Die Tassen, wo sind die? Wir haben die irgendwo hingestellt. Dass wir die. Nee, da war doch ein großer Karton noch. Den Großer Karton, ja. der ist da drin. Sollen wir den mal gucken? Warte mal, du gehst am besten mal vor. Das ist das Klo, das filmen wir jetzt nicht. So, jetzt hast du es angebraten. Wartet gerade das Gemüse. Das ist halt extra für die Köche eine eigene Toilette um die Ecke rum. So, ganz wichtig, damit die auch gar nicht groß. So, wir haben einen großen 50 Stückchen, glaube ich, drin. Die haben wir jetzt und wir werden Folgendes machen. Also wenn ihr 36. 30 sind hier in dem Karton, steht da drauf. Und den Karton haben wir zweimal. Habt ihr zweimal? 72. 72 Tassen. Also wenn ihr hier auf den Platz kommt, das Video seht und was soll man machen? 5 Tage, 3 Tage? Ja,
7 Tage? 7 Tage. So, also ihr bucht, 5 Tage ist gut und ihr bucht mal 5 Tage. Ihr könnt auch Folgendes machen. Ihr könnt erstmal nur 2 Tage buchen, das machen viele. Dann kommen die zu euch und fragen, kann ich verlängern? Kann ich noch ein paar Tage bleiben und dann gucken wir und meistens machen wir das möglich. So, also dann, lieb fragt, kriegt ihr eine German Television Tasse, bitte mal drehen. Die haben wir mit viel Liebe Made in Germany von Wir machen Druck bekommen. Und ja, es ist Steingut, ist kein Porzellan. Aber witzigerweise habe ich diese Tasse, wir haben ja am ersten Prototyp gehabt, schon über ein Jahr im Einsatz. Und ich komme zu ganz vielen Kunden, wo ich die rausgegeben habe, weil wir wollten wissen, ob das hält. Und die haben die, nein, die haben die alle im Einsatz, aktiv. Oh, ja, super. Also es ist wirklich was man dann hat. Die kriegt ihr dann für Umme dabei. So, und das war so ein bisschen die Idee. Ja, komm, wir gehen nochmal raus. Dann habe ich schon gesehen, wie ihr alle schwitzt, je nachdem, was ich hier filme. Ja. Aber jede Ecke hat auch eine Ecke, die man besser nicht filmt. ja, aber das Coole ist, du kannst hier wirklich überall hingucken. Und viele Leute würden gern mal in die Küche gucken, das weiß ich. Ja. Also, und hier kannst du in die Küche gucken. Und damit die nicht immer in die Küche gucken müssen, haben wir heute am 15. Juni mal in die Küche geguckt. Okay. Und der Koch selber wusste nicht, das ist so. Der wusste Dass wir jetzt gerade gleich kommen, wusste er nicht, nein. Das war nicht vorbereitet, wirklich nicht. Aber ihr habt jetzt, also, das ist der Zustand, der mich erwartet eigentlich, auch wenn kein Fernsehen kommt, oder? Ja, natürlich. So. Das Fernsehen war schon da? Das große, das richtige? Das große Richtige? Nein. So, die kommen noch, glaub mir. Wenn die das hier sehen. Das war bei uns schon im Steghaus, dass wir da sehr nette Gäste hatten, die immer mal die Küche sehen wollten. Die haben wir immer reingelassen. Auch hier, wenn einer kommt, kann er gerne in die Küche gucken. Was die Leute immer sehen wollen, das sind, was? Die Sanitäranlagen, ja. Ja, was erwartest du von einer guten Sanitäranlage? Na, sauber natürlich, genau, dass ich mich wohlfühle, wenn ich reinkomme. Im Prinzip. Wichtig? Ja, auch der Geruch natürlich spielt eine große Rolle. Ja. Man will nicht unbedingt rückwärts rausgehen. Ja. Aber wichtig, ich habe sie noch nicht gesehen. Wichtig Ja. finde ich immer die Größe, dass du also. sie noch nicht gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Immer meine Filme sind so, dass ich mir die Sachen vorher nicht angucke, weil dann ist die Überraschung auch nicht gespielt. Wir machen mal einen kleinen Teaser. Was sagen die meisten Leute, wenn sie sich dann die Sanitäranlage so angeguckt haben? Hotelstandard. Ja, genau. Ja. Und da sind wir auch Hotelstandard. stolz drauf. Habt ihr die gesehen in Nenzing, Alpencamping, die Anlage? Ja, Da haben die jedes. schön. Ja. Das ist schon. Das ist schon toll, ja. Ist schon toll. Ja. Da haben die also ist so weit weg, keine Konkurrenz für euch, ja. So 8 Stunden. Nein. Aber die sind auch ein bisschen weiter wie wir, ne? Also Alpencamping in Nenzing, also liebe Kollegen, wenn ihr das seht, ihr werdet das wahrscheinlich sehen, weil jeder guckt ja schon mal, was der Kollege so macht auf dem Kanal. Das hier ist auch sehr großes Kino, man muss ja auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Da ist es nochmal ein bisschen anders mit den Kosten. Die Häuschen, was kosten die eigentlich? Ich habe so Häuschen, die werden wir auch noch besichtigen. Sind 2 unterschiedliche Größen. Einmal unseren Schlafpott mit 2 Einzelbetten, kleiner Sitzgruppe, Fernsehheizung. Die kosten 39 € pro Nacht mit 2 Personen, zuzüglich 15 € Endreinigung, die wird aber nur einmal bezahlt. Nochmal, wie viel? 15 €? Nein, die Endreinigung. Also Also- 39 € pro Nacht. pro Nacht für 2 Personen. Ja. Plus Gästebeitrag, 2, was war das? 2,30 € Pro Person oder? Person pro Tag. Person, ja. Und unsere größeren Häuser haben ja ein eigenes Badezimmer mit Dusche, eine kleine Singleküche, Sitzgruppe, Sofa und ein großes Doppelbett. Natürlich auch Fernseher, Heizung. Die kostet 74 € die Nacht mit 2 Personen. Erschwinglich, ja. Und 20 € Endreinigung. Klimaanlage? Nein, Nein. nein. So. Die sind so gut isoliert. So, die Jan wird das heute mal testen. Sie hat gesagt, Papa, ich hab dich so lieb, aber noch eine zweite Nacht im Camper überlebe ich nicht. Irgendwie war es andersrum. Ich weiß ja auch nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Du wolltest bleiben, aber wir haben gesagt, wir stecken dich mal in so ein Haus. Kriegst du das große oder das kleine? Sie kriegt ein großes. Ein großes Haus. Okay, vielleicht überlege ich mir doch noch mal, was ich gerade gesagt habe. Ja. Können da 2 Personen noch schlafen? Ja, bis du 4 bleibst bis im 4 Camper. Personen. Ich bleibe im Camper. Ja. Okay. So, du wirst es mal testen, dann werden wir gleich mal Rundtour machen bei der Übergabe. Wird jetzt noch gereinigt gerade und Übergabe heute Nachmittag? Nein, das Haus ist sauber. Sauber. Okay. Super. Werden wir gleich mal Schlüssel mitnehmen, machen wir ein eigenes Haben wir Video schon. drüber. Hat sich schon. Ja. Hat sie schon. Genau. Schon alles So. passiert. Alles. Und das Große, wenn sie das allein belegen würde, was wird das kosten? Die 74 € sind 1 bis 2 Personen. Ein bis zwei Der Personen. Preis ist fix für bis zu 2 Personen. Kinder unerwünscht hier auf dem Platz? Überhaupt nicht. Ja. Auch die Kinder können gerne mit in so ein Häuschen. Ja, große Diskussion bei uns im Saarland. Die Saarlandthermen, verständlicherweise, so eine Therme haben bis auf einen Tag die Kinder ausgeschlossen. Ich glaube, unter 18 darf man. Ja, weil viele Gäste, so eine Therme, Nacktsauna und so, hat ja nicht so Ja, gepasst. okay. Die wollen dann keine rumlaufenden Kinder und so. Aber ihr seid, ich sag mal,
hier darf man als Kind Gast sein. Hier darf man als Kind Gast sein. Du bist sachverständig. Wie viele hast du? 2. Zwei. Zwei Mädchen, Die du jetzt noch abholen die ich gehst, jetzt genau. schnell abholen Ja, muss. genau. So, dann darfst du sie mal abholen. Wir gehen mal raus. Okay. Und wann sind die abzuholen? Jetzt direkt? Jetzt um 1. Um 1. So, gehen wir raus. Fangen da an, wo wir begonnen haben. Es gibt übrigens auch eigene Postkarten, die du gemacht hast. Hier herzliche Grüße aus Goslar. Das sieht nicht so aus, aber das ist die Harzcamp Karte, die da sind. Ja. Darf ich mal aufs Klo hier gucken? Einmal. Das ist jetzt ein Spontantest. Das sind zwar jetzt nur Klos, aber ja, so stelle ich mir das vor. Ein bisschen bayerischer Alpenlook, oder? Ja, ich denke Harzlook, ne? Harzlook. Also Holz, ne? So, das sind die Männer-WCs. Ja. Es ist schon top, oder? Ja, also ist schon okay, denke ich, ne? Ja, ist Der natürlich. Geruch ist okay. Nee, man riecht nichts. Also es ist manchmal ganz schlimm, gerade wenn du so Kellertoiletten, das kennst du, dann gehst du irgendwie rein, hast eine tolle Gastronomie und dann gehst du in die Toilette rein und die kleinen schwarzen Fliegen sind schon da. Ich will das jetzt nicht beschreiben. Ja, das ist jetzt für die Damen, ne? Da haben wir halt 2 großzügige Kabinen. Also heute war die Reinigungskraft noch nicht da. Du suchst auch noch Reinigungskräfte, das heißt im Moment läuft es ganz gut, aber du kannst nie genug haben, wenn ihr also... Unbedingt auch das noch eine zusätzlich brauchen wir schon als Teilzeit-Aushilfe, wie auch immer. Sehr schön. Gut, aber wir werden uns mal die anderen Gastro-Bereiche mal anschauen. Nee, nicht Gastro, Sanitärbereiche anschauen. Und mal gucken, wie uns das gefällt. Can, geh ruhig mal vor. Ich habe ja beide Hände voll. Und dann starten wir, dann kannst du nämlich los deine Mäuse abholen. Das Hundi bleibt hier. So, Tür ist auf. Giovanni, bleib hier. Giovanni. Ja, 50 Minuten, die sich gelohnt haben. Das hier muss ich mir noch ein bisschen näher anschauen. Ich mache das mal ganz kurz. Denn das war eben so harter Schatten, der drin ist. Allein diese Sitzgelegenheit hier, wenn du abends hier beim Lagerfeuer, ihr seid 365 Tage auf im Jahr. Genau, wir haben immer auf. Bis auf die Gastronomie, die wird nach den Silvesterferien, Weihnachten, Neujahr, ab 6. 9. Januar bis 2. 3. haben wir die Gastronomie geschlossen. Da können die Köche alle Urlaub machen. Oh, die Bäume sind ja perfekt platziert, oder? Ja. So, das war schwer, die einzupflanzen, oder? Ja, also Das ist schon eine riesige Feuerschale. Die Feuerschale, warte, ich stelle mal Can daneben, Ja. dass wir das sehen. Harzcamp Goslar. Stellt euch mal nebeneinander vor die Feuerschale. Galgenspieß mit so einem Schwenkbild. Ein Schwenker? Okay. Echt? Das heißt, die Schweinenacken. Genau. Danke fürs Einschalten. Also, wenn ihr mal herkommen wollt, Harzcamp Goslar heißt der Laden. Viel Spaß bei uns. Und über 100 Plätze, glaube ich. Ungefähr, ja, über 100 Plätze. Guckt auf der Webseite nach. Da sind wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.